Kennt ihr das, wenn Leute zwei völlig unterschiedliche Dinge in einen Topf werfen? Genauso geht mir das immer, wenn Leute denken, dass ich Bauchtanz mache, wenn ich ihnen erzähle, dass ich zu indischer Musik tanze. Und warum man Bauchtanz und Bollywood überhaupt nicht miteinander vergleichen kann, das erzähle ich euch im heutigen Video. Wey! Namaste! Herzlich willkommen auf Indisch für Anfänger. Ich bin die Latoya und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Zunächst zum Bauchtanz. Er stammt vom klassischen orientalischen Tanz ab, der auf Arabisch Raqs Sharqi heißt. Er stammt aus Ägypten und wird auch heute noch als Urform angesehen und praktiziert. Die Sharqi-Musik wird oft live gespielt und ist in den letzten Jahrzehnten immer moderner geworden. Die Art des Tanzes sowie die Kostüme ebenfalls. Der Raqs Sharqi geht auf den orientalischen Tanz der adligen Höfe aus früherer Zeit zurück. Er hat eine jahrhundertealte Tradition und europäische Reisende waren stets fasziniert und gebannt, wenn sie das Glück hatten, einer solchen Vorführung beiwohnen zu dürfen. Sie berichteten viel darüber in ihren Tagebüchern und in Briefen an Verwandte und Freunde zu Hause. Beim Raqs Sharqi ist die Tänzerin nicht nur eine Tänzerin. Sie hat auch Gesangseinlagen und fungiert auch ein wenig als Moderatorin. Vor allem interagiert sie viel mit dem Publikum und baut dies auch in ihren Tanz mit ein. Sie ist also eine Art Alleinunterhalterin. Im Gegensatz zum Westen sind in Ägypten vor allem ältere Tänzerinnen über 40 sehr beliebt, da sie üblicherweise eine größere Bühnenerfahrung, Tanzerfahrung und auch sonst Lebenserfahrung mitbringen und dadurch angenommen wird, dass ihr Tanz besser ist. Interessant finde ich, dass man wie im Indischen auch beim arabischen Tanz den Text kennen muss, wenn es einen gibt, denn es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Tänzerin diesen interpretiert, also mit ihrer Körpersprache und Mimik den Inhalt des Textes wiedergibt. Der moderne Bauchtanz entwickelte sich in den Kabaretts von Kairo in den 1920er Jahren, als Ägypten ein Protektorat Großbritanniens war. Dort entwickelte sich auch das heute noch bekannte typische Bauchtanzkostüm. Ein paillettenbestickter BH oder ein BH-Oberteil, ein Pailletten- oder Münzenbestickter Gürtel, kombiniert mit einem Rock. Heutzutage werden auch oft freizügige Hosen oder sogar Shorts getragen. Dazu kommen noch Accessoires wie Schleier, Säbel oder auch ein Kerzentablett. Der Bauchtanz hat heute zahlreiche verschiedene Unterarten, zum Beispiel Tribal Fusion, und entsprechend andere Kostüme, Musik und Bewegungen. Er ist heute auf der ganzen Welt vertreten, vor allem in Europa, den USA, Skandinavien, Australien und Japan. Im Westen ist er vor allem durch die Hippie-Ära bekannt und erlebte in dieser Zeit einen besonderen Boom. Der westliche Bauchtanz unterscheidet sich vom ägyptischen vor allem in der Art des Bewegungsansatzes. Beim westlichen Bauchtanz kommt die Bewegung meistens aus den Beinen heraus, während er im ägyptischen stets aus der Körpermitte herauskommt. Außerdem im Einsatz der Arm- und Beinbewegungen. Während sie beim ägyptischen Bauchtanz eher eine Umrandung oder Untermalung der Körperbewegungen sind, werden sie im Westen viel prominenter eingesetzt. Über die Jahre entwickelte sich der Bauchtanz merklich und ließ sich von zahlreichen modernen und klassischen Tanzstilen inspirieren, vor allem vom Ballett, was viel raumgreifendere Bewegungen und mehr Leichtigkeit brachte. Das Element der Erotik ist seit jeher ein zentraler Bestandteil des Bauchtanzes. Deswegen wird er in einigen Ländern als unsittlich betrachtet und ist teilweise sogar verboten. Vor allem in Indien gilt das sich Räkeln einer Frau vor einer männlichen Zuschauerschaft als schlampig und besonders verachtenswert. Erst recht, wenn man wenig Kleidung dazu trägt. In den letzten Jahren hat sich das allerdings ein wenig gewandelt und vor allem die junge Generation feiert den Bauchtanz zunehmend. Ein Beweis dafür ist der enorme Erfolg von Nora Fatehis Dilbar im letzten Jahr. Nun zum Bollywood-Tanz. Eigentlich gibt es gar nicht den Bollywood-Tanz, denn es ist ein Mix aus ganz vielen verschiedenen Tanzstilen, indischen wie auch westlichen. Lange Zeit waren Elemente aus den klassischen und folkloristischen indischen Tänzen bestimmend. Zunehmend gibt es aber auch einen großen westlichen Einfluss, vor allem aus dem Hip-Hop, dem Disco-Tanz und lateinamerikanischen Tänzen und zunehmend auch dem Bauchtanz. Ein ganz zentrales Element dieser Bollywood-Songs ist, dass sie mit der Handlung des Films in Zusammenhang stehen. Sie erzählen manchmal eine eigene, oft aber auch die Geschichte des Films weiter. Dies wird neben dem Text vor allem durch Gestik und Mimik ausgedrückt, oft auch mit Handgesten aus dem klassischen indischen Tanz. Eine Ausnahme sind die sogenannten Item Numbers. Das sind Songs, die überhaupt nichts mit der Handlung des Films zu tun haben und üblicherweise sexy verrucht sind, zum Beispiel ein Auftritt in einem Nachtclub, und zeigen oft eine Frau umringt von Männern, von diesen angestarrt wird und für ihre Sexiness von diesen gefeiert wird. Obwohl das auf dem Papier natürlich toll, sehr feminin und vor allem nach einer selbstbewussten Inszenierung der Frau aussieht, ist es meistens jedoch leider eine ziemlich plumpe Objektifizierung und Sexualisierung der Frau, was ihnen vor allem in Indien einen eher schlampigen Touch verleiht. Und genau deswegen trugen
trugen die Tänzerinnen früher ein eng anliegendes hautfarbenes Kostüm, damit sie eben doch nicht ganz nackt sind. Aber zurück zu den Songs. Es gibt verschiedene Arten von Bollywood-Songs in den Filmen. Und zwar den klassischen Disco- oder Party-Song, die Liebesballade, die oft als völlig überzogener Traum dargestellt wird, Hochzeitslieder, bei denen vor allem die Braut, aber auch der Bräutigam gefeiert werden, Mujra-Songs, das ist ursprünglich der Tanz der Kurtisanen an Mogulhöfen gewesen, und oft lustige und erheiternde Folklore-Tänze, die jeweils an die Regionalität des Films angelehnt sind. Zum Beispiel ein Erntesong, ein Fischerlied oder auch Volksfest. Bollywood ist in ganz Südasien beliebt und auch in der arabischen Welt, und kleine Kinder lernen die Tänze schon von Kindesbeinen an. Oft tanzen sie diese vor dem Fernseher nach. Vor allem von Vertretern des klassischen indischen Tanzes wird Bollywood oft eher als vulgär angesehen und nicht als Kunstform. Das geht sogar so weit, dass die Lehrer ihren Schülern verbieten, bei Bollywood-Aufführungen auf der Bühne mitzuwirken. Meiner Meinung nach ist allerdings sehr viel Neid dabei, weil Bollywood-Aufführungen üblicherweise viel beliebter sind als die zu indischem klassischen Tanz. Was auch ungerechtfertigt ist, denn das ist eine hohe Kunstform, die viel Würdigung verdient. Mit dem Erfolg der Bollywood-Filme in Europa und Amerika in den 90er und 2000er Jahren wurde natürlich auch der Bollywood-Tanz hierzulande beliebter. Man kann es heutzutage an vielen Tanzschulen lernen und es gibt immer wieder Workshops von bedeutenden Tänzern aus Indien. Jedoch gibt es nicht nur den Bollywood-Tanz. Es gibt, wie ihr vielleicht wisst, in Indien nicht nur die Bollywood-Filmindustrie, sondern viele weitere regionale, wie zum Beispiel Kollywood, Tollywood, Sandalwood und so weiter. Und die Tänze aus diesen Filmen haben natürlich auch viele Anhänger. Okay, so viel zur Geschichte und zur Verbreitung der beiden Tanzstile. Aber was sind jetzt eigentlich die konkreten Unterschiede? Zum einen ist das die Herkunftsregion. Der Bauchtanz kommt aus dem Mittleren Osten, also von Marokko bis Iran, wohingegen Bollywood-Tanz aus Indien kommt. Dann die Art des Tanzes. Bauchtanz wird hauptsächlich aus der Hüfte heraus getanzt. Es gibt viele isolierte Bewegungen, also wo nur ein Körperteil bewegt wird und nicht der ganze Körper. Er wird meist auf der Stelle getanzt, beziehungsweise nur mit wenigen Schritten zur Seite, nach vorne, nach hinten und so weiter. Er ist nicht so raumgreifend. Die Füße nehmen eine absolute Nebenrolle ein. Und es gibt auch kaum Sprünge. Beim Bollywood hingegen ist der ganze Körper in Aktion. Er vereint in seinen Bewegungen viele klassische und folkloristische Elemente und entsprechend wird der gesamte Körper genutzt, um die Message des Liedes herüberzubringen. Es wird viel gesprungen, es wird sich viel bewegt und es gibt sehr viele Fußbewegungen. Außerdem wird Bauchtanz klassischerweise eher von einer Tänzerin allein getanzt, wohingegen Bollywood eher ein Gruppentanz ist. Dann die Kostüme. Die Bauchtanzkostüme sind eher freizügig, sehr fantasievoll, oft verspielt, oft auch sehr sexy und es gibt zahlreiche Farben und Formen. Im Prinzip sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Im Gegensatz dazu wird Bollywood natürlich hauptsächlich in indischer Kleidung getanzt und die ist meistens eher züchtig. Das höchste der Gefühle ist hier eigentlich ein freier Bauch, wie beim Sari bzw. beim Lehenga Choli üblich ist. Ansonsten bleibt aber sehr viel Haut bedeckt, selbst bei den mittlerweile üblichen modernen Kostümen. Auch in der Musik unterscheiden sich die beiden Stile. Bauchtanz wird natürlich klassischerweise zu arabischer Musik getanzt, aber vor allem im Westen zunehmend auch zu westlichen Pop-Songs. Bollywood hingegen wird eigentlich ausschließlich zu Bollywood-Songs getanzt, also zu indischen Pop-Songs, die in den allermeisten Fällen aus den Bollywood-Filmen selbst stammen. Und zu guter Letzt natürlich auch die Wirkung. Bauchtanz ist ein sehr femininer Tanz, ein sehr sinnlicher und ein wenig erotischer Tanz, der trotz der arabischen Perkussionsmusik eher etwas ruhiger ist. Und Bollywood ist meistens einfach gute Laune. Die Musik ist sehr aktiv, es verleitet sofort zum Mittanzen und im Allgemeinen ist die Wirkung eher eine pushende, mitreißende. Aber natürlich gibt es auch sehr poppige Bauchtanzdarbietungen und sehr beruhigende, sinnliche Bollywood-Songs. Zusammenfassend würde ich sagen, es sind beides sehr schöne Tanzformen. Es macht Spaß dazu zu tanzen, es ist wunderschöne Musik und es erfordert ein hohes Maß an Fähigkeit, diese wirklich zu meistern, aber man sollte sie nicht miteinander verwechseln. Das war's zu den Unterschieden zwischen Bauchtanz und Bollywood. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ein bisschen was dazu mitnehmen und könnt in Zukunft Leute darüber aufklären, dass Bollywood nicht Bauchtanz ist. Müsst ihr den Leuten auch immer erstmal erklären, was ihr hobbymäßig oder berufsmäßig so macht? Lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch ein Like und abonniert den Kanal. Und vor allem teilt das Video mit den Leuten, die auch immer Bauchtanz und Bollywood miteinander verwechseln. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal, Dhanyavad!